Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Vampyr. Wir sind eigentlich waren dabei, denn hier ist unser kleiner Boss gekommen. Und ich glaube, Schocken ist besser als wie... Oder wir brauchen einfach die... andere Waffe. Vielleicht machen wir mal, nehmen wir es dann mal die große Machete, das große Ding mal. Dass wir dann vielleicht mit den anderen, mit der großen Waffe besser klarkommen, vielleicht bei dem Boss, wer weiß. Na, das haben wir ja alles. Jawohl, wie kann ich das ab... Alter. Das wird lästig. Aber ich versuche es jetzt mal mit der anderen Waffe, mit der großen, mit zweihändigen Waffe. Vielleicht kriegen wir dann besser. Oder ich mach's mit einem Revolver. Mit der Zweitwaffe noch. Mal gucken. Ich probiere es erstmal mit Ding, mit der zweihändigen Waffe. Vielleicht klappt es bei dem besser. Eigentlich kann ich so gesehen die zwei doch vollkommen ignorieren, oder?
Ach, ich glaube, ich mach's lieber trotzdem mal weg. So, da würde ich sagen, ja, machen wir mal so. Alter. Ich sehe nichts. Geht doch. These scowls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Finden wir sonst noch irgendwas hier? Da komme ich nicht. Und hier hoch komme ich auch nicht. Warte. Aber so komme ich hoch. Hm? In der Werkbank? Blutserum, leichtes Blutserum, okay. Was bringt mir die Medizin zu Dorothy Kane im Patientenzimmer? Halt, hier geht's doch gleich wieder raus. So.
So. Machen wir mal so erstmal wieder. Zum Hospital, zum Krankenhaus geht's da lang. Schmiermittel, Schraube, was steht da? Öffentliche Bekanntmachung. Öffentliche Bekanntmachung, Präventivmaßnahmen zur Bekämpfung der Grippe Spanisch. Das ist fast wieder, mal sehen. Bedecken Sie bei jedem Husten und Niesen und Nase und Mund mit einem Taschentuch. Gehen Sie zu Fuß zur Arbeit. Kein Spucken, trinken Sie nur aus Ihrem eigenen Glas und Tassen. Meiden Sie Menschenmengen. Gehen Sie bei Krankheitsanzeichen sofort zu Bett und rufen Sie einen Arzt. Das ist fast wie bei Corona. Nur, dass wir bei eine Maske tragen. Anfertigung einer Maske. Da sind wir schon bei, wie die Maske hergestellt wird. Selber basteln. Nehmen Sie ein gewöhnliches Mulchtuch mit der Maßen 8x16 Zoll. Falten Sie zunächst auf die Maße 8x8 und anschließend 8x4 Zoll. Die Schnüre sind, jede Ecke sollte etwa 10 Zoll in der Länge betragen. Legen Sie Ihre Maske, wie in der Abbildung dargestellt, über den Mund und Nase. Im Auftrag der Gesundheitsbehörde. Also es ist wirklich wie in Corona. Die Maske tragen und so weiter, ne? Aber das ist ja ganz früher die spanische Grippe. Das ist schon wieder was anderes. Als wie das Corona. Wo ist eigentlich der Doktor? Nee, mit dem möchte ich nicht reden. Der andere Doktor. Wo geistert der denn rum? Dr. Edward Swansea geistert oben rum. Der andere, wo ist der denn? Hast du mit dem noch nicht geredet? Das wollen wir doch mal ändern. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reid. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. Ja, wir fragen mal Ihr Leben in London. Wie lange sind Sie hier? Wie lange sind Sie bereits Krankenschwester? Wie kommt das Personal zurecht? Und Ihre Beziehung zu Milton Hawks. Erstmal das. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Reißen Sie sich zusammen. Die spanische Grippe wird nicht ewig andauern. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever.
Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. So, gehen wir mal zurück. Fragen wir sie nach, wie lange sie schon Krankenschwester ist. How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. Sie wird überrascht. Sie haben recht. Mir gefällt Ihre Einstellung nicht. You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we're just a test result away from a miracle. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Warum hat Milton so schlechte Laune? Wieso gerade etwas gegen Ärzte? Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Okay. Pepper, I know you're very close to Milton Hooks. Yes, Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. But are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. Okay. Persönliche Fragen. Können wir leider jetzt hier nicht machen, okay. Auf Wiedersehen. Goodbye, Nurse Hawkins. Digga, du bist ein bisschen nah an die Kamera. So, halt, wo ist Milton? Können wir mit denen einfach dann jetzt mal reden? Vielleicht nochmal mit ihr, wegen ihr? Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Persönlich fragen? Nein, hier gibt's nichts. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reid. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Na, man kann ihnen nichts mehr böse nicht von. Okay. Goodbye, Milton. Na, wo ist der andere Arzt? Ha. Hm? Na, das ist, ja. Die ist unbekannt?
It's locked. Ah, da ist unser Doktor da. Da was die falsche Diagnose gemacht hatte. Da wollen wir noch mal mit Ihnen reden. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reid has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before, at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Natürlich fragen wir erstmal wie in London. Wie lange sind Sie, wie lange er schon hier ist? What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. Die Belegschaft ist wichtig. Es ist überall dasselbe. Ich hatte keine große Wahl. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reid. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. Erzählen Sie mir vom Personal. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Menschen, die Sie schätzen, was ist mit der Leistung? Any opinion about the management? I don't always agree with Leitung. Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Sind Sie erschöpft? You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No, we must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. Sie müssen nichts beweisen, Schwester Grinnev macht sich Sorgen. Sie verhalten sich verantwortungslos. Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. Okay, und jetzt mal fragen wir mal was Persönliches, kann man das erfragen? Ja. Über Ihren Behandlungsfehler. Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. Wer war er? Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks. Maybe a fisherman.
I had no time to talk with him. No one claimed a body. Was für ein Fehler. Wieso nicht kündigen? What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. So eine starke Dosis, okay. Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. Der Mann ist echt richtig müde. Goodbye, Dr. Tippett. Der ist ein bisschen... Ja, der kann einfach durch uns durchlaufen. Das ist kein Problem. Guck ja, der hat eine Maske auf, obwohl oder sie. Der nicht. Oder macht die gleiche Bewegungen. Another night with the glorious battalion of Ja, wir müssen jetzt zur Schwester. The life running in your veins. This dead flesh needs it. Please spare me, Dark Queen. Not now. Ist das eine Etage oben? I cannot enter. Untersuche die Taten des Bürgers. Patientenzimmer war der Patientenzimmer ist doch unten und nicht. Oder täuscht ich mich? Patientenzimmer ist doch unten, nicht hier oben. Patientenzimmer war doch... Wo ist die Dame, die Frau denn? So many deaths. You always knew the words. Da ist sie doch. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Krankheiten. Krankheiten verringern die Blutqualität eines Bürgers. Verwende die richtigen Medikamente, um ihm zu helfen, zu heilen.
Sprich mit dem Patienten immer im Zimmer hinter Dorothy, um seinen Gesundheitszustand zu kontrollieren. Never could keep anything from her. Okay. Aber ich würde sagen, ne? Verlocken des Blutes. Bedenke, dass dir das Blut von Bürgern eine große Menge EP gewährt. Suche Bürger deiner Bandstufe oder niedriger und wähle sie mit Bedacht aus. Sprich mit Edgar Swansea. Aber das würde ich erstmal in der nächsten Folge machen. Ich würde erstmal schön hier hin in unseren Zimmer schön reingehen und mich dann hier ausruhen. Ich sage vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.